Im heutigen Video möchte ich euch mal wieder ein Faller-Funktionsmodell vorstellen. Und zwar von Faller das Sägewerk B230 in der kompletten Kunststoffvariante. Diese wurde ungefähr ab 1960 ins Faller-Programm aufgenommen. Vorher gab es von Faller ein Sägewerk noch in der alten Holzbauweise. Und dieses wurde dann von Faller mit der Nummer 230 ersetzt. Angetrieben ist hier nicht nur das Wasserrad, sondern interessanterweise auch dieses Sägegatter. Und dieses Sägegatter macht dann auch richtig Rabatz, wenn es in Bewegung ist und passt damit natürlich ganz hervorragend zu den alten Endgleisschienen hier auf der Bahn. Und hier schon mal eine kleine Kostprobe, so hört sich das ganze Ding dann nachher in Bewegung an. Ich habe hier dann mal ein Bild aus dem 1963er Katalog herausgezogen. Ältere Kataloge habe ich leider nicht. Und hier oben links könnt ihr sehen, dass es einmal die B-230 gab. Das ist dann die Bausatzvariante damals für 14 D-Mark. Und es muss wohl auch ein Fertigmodell zu dem Zeitpunkt noch gegeben haben. Das hat damals 27,50 Mark gekostet. Und hier unten haben wir romantische Sägemühle, Hauptbau mit Wohnteil und beweglichem Wasserrad mit Motor 12 bis 16 Volt. Der war dann schon dabei. Offenem Sägeraum mit Querbau, Gattersäge beweglich, elektromagnetisch. Durch Balkenkonstruktion ist Gatter gut sichtbar. Ich habe dann interessanterweise noch Kartons gefunden mit der Nummer B-227. Da bin ich dann allerdings nicht ganz dahinter gestiegen. Wenn irgendjemand von euch mehr weiß, ob es da verschiedene Varianten gab. Möglich wäre das natürlich, dass es die Nummer dann gab, weil da vielleicht kein Motor dabei war, aber das kann ich nicht genau sagen. War nur etwas irritiert. Und was mich da irritiert hat, das war zum damaligen Zeitpunkt in dem 1963er Katalog auf der rechten Seite ja die B230, romantische Sägemühle, und auf der linken Seite unter der 227 noch die kleine Wassermühle von Faller im Katalog vertreten war, und zwar in der Ebene und auch im Einbau als Bergmühle geeignet mit Motor für 12 bis 16 Volt Wechselstrom. Und wann oder warum damals aus der 227 der kleinen Wassermühle dann auch noch eine romantische Sägemühle wurde, das konnte ich nicht herausfinden. Und genauso gab es in der neueren Variante wohl irgendwo in den Mitte der 90er Jahre die Nummer 130-230 und da wurde das Sägewerk dann nochmal in der neuen Variante, aber wohl der gleiche Bausatz nochmal aufgelegt. Und hier dann einmal die Rundumsicht, die komplette Drehung auf der Drehscheibe. Für mich sehr interessantes Modell, weil es unheimlich viele Kleinigkeiten, viele Details hat und für mich jedenfalls unheimlich vielseitig und optisch ein richtig schönes Modell, so wie man das früher von den alten Faller-Modellen ja gewohnt war. So sieht das Modell dann von unten aus und man kann hier auf der rechten Seite oben sehen, dass da hinter dieser kleinen Klappe mit den beiden Schrauben dann der Motor verbaut ist. Mein Modell habe ich mir gebraucht gekauft, deswegen das Dach oben ist verklebt, man kommt dann auch wirklich nur von unten dran. Habe hier mal diese kleine Abdeckung weggemacht und dann seht ihr, dass hier noch der alte Motor verbaut ist. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob die kleine Öffnung hier unten ausreicht, um den da auszubauen. Das war jetzt allerdings auch nicht mein Sinn und Zweck. Deswegen habe ich das einfach wieder geschlossen. Ging mir nur darum, euch die alte Motorvariante mal zu zeigen. Und da habe ich auch mal ein altes Bild aus dem Katalog gezogen. Und zwar seht ihr hier oben links unter der Nummer 630 in der Beschreibung der Bastelmotor 12 bis 16 Volt Wechselstrom, langsam laufend, ohne Getriebe, 30 bis 40 Umdrehungen pro Minute. Fallereigene Entwicklung, millionenfach bewährt, geeignet zum Einbau in 231 für Antrieb des Wasserrades und andere Elektromodelle. Müsste auch 1965er Katalog gewesen sein und damals kostete er einzeln 4,50 Mark. Bei mir war dann das Problem, dass das Wasserrad sich nur eine Umdrehung gedreht hat und dann immer wieder hängen geblieben ist. Und meine Vermutung war dann, dass eines dieser Schaufelräder hier eventuell klemmt bzw. schief eingeklebt ist. Und tatsächlich ist es hier, dass eines dieser Schaufelräder nicht richtig nach hinten eingesetzt ist, sodass wir hier einen gewissen Spalt haben am Wasserrad. Und dadurch steht es etwas weiter ab und bleibt bei jeder Umdrehung unten am Boden hängen. Das Modell ist leider nicht perfekt geklebt, das nehme ich natürlich bei dem Alter jetzt hier in Kauf und versuche das hier zu korrigieren. Bin dann hingegangen, habe eine Feile genommen und habe versucht, dieses eine Schaufelteil hier ein bisschen abzufeilen. Das hat ungefähr 20 Minuten gedauert, weil ich vorsichtig sein musste, dass hierbei auch nichts abbricht. Hat aber dann nachher im Endeffekt funktioniert. Und nach 20 Minuten läuft das Rad wieder rund und hat wieder die volle Funktion. Und hier dann ein Blick in den hinteren Teil des Sägewerks, wo im Grunde genommen der elektromagnetische Antrieb dann
eingebaut ist. Und das ist das Besondere eigentlich an dieser Variante des alten Sägewerks. Denn ich habe hier mal eine Variante dann aus dem Internet, musste ich dann ein Bild rausziehen. Ich selber habe es leider nicht. Die neuere Variante des Sägewerks hat also auch dann den neueren Bastelmotor hinten drin auf der linken Seite. Und der ist dann wohl auch verantwortlich, um das Sägegatter zu bewegen. Und dieser elektromagnetische Antrieb hat sich da wahrscheinlich auf Dauer nicht bewährt. Und so müssten die neueren Sägewerke dann heute innen aussehen. Vom Geräusch her wahrscheinlich auch ein bisschen leiser, weil dieser elektromagnetische Antrieb einfach einen Höllenlärm macht. Zumindest im Verhältnis für die kleine Modelleisenbahn hier. Und hier habe ich das Ganze nochmal von hinten gefilmt, dann kann man das wahrscheinlich ein bisschen besser erkennen. Und so sieht das aus, beziehungsweise hört sich das an, wenn dann hier wirklich gesägt wird. Man kann dann über diesen Kunststoffhebel, sag ich mal, diesen Arm, der hier absteht, dann etwas das Geräusch bzw. diese komplette Hebelbewegung etwas beeinflussen. Das Ganze wird dann ein bisschen leiser, es wird ein bisschen ruhiger, auch langsamer. Aber im Endeffekt so richtig Spaß macht es erst dann, wenn man natürlich hier den vollen Hebel nutzt. Ob das nachher mit der Abnutzung was zu tun hat, ob das vielleicht nicht so gut ist. Habe das aber hier ein paar Minuten laufen lassen, da hat es keine Probleme gemacht. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Technik, die hier eingebaut ist, zur damaligen Zeit, die auch im Moment zumindest hier noch vollkommen problemlos funktioniert. Und hier haben wir das Sägewerk dann in voller Funktion, laufendes Wasserrad und das Sägegatter komplett in Betrieb. Mit der Beleuchtung passt das schon mal ganz gut. Und zum Schluss habe ich es dann natürlich provisorisch auf die Anlage gestellt, so wie meine anderen Bausätze auch. Die Ölpumpe musste wieder weichen, damit das Sägewerk hier kurzfristig seinen Platz findet. Das Ganze noch ein bisschen erhöht, damit die Schalter unten drunter, die ja nicht fest verbaut sind, das Sägewerk hier nicht schräg stehen lassen. Bis auf einen kleinen Handlauf müsste auch alles komplett sein. Ich werde auf jeden Fall dann gucken, ob ich das bei Gelegenheit dann wieder alter, beziehungsweise wenn es dann hoffentlich nächstes Jahr auf die neue Anlage kommt. Und das muss dieses Modell auf jeden Fall. Dann werde ich gucken, wie ich das ganze Modell hier noch ein bisschen nacharbeiten werde. Jetzt rattert es hier erstmal auf der kleinen Endgleisbahn. Ich bin ganz happy, dass das Teil wieder komplett funktioniert. Aufgrund der Geräuschkulisse würde ich es dem neueren Modell auf jeden Fall vorziehen, aber das ist natürlich dann wieder Geschmackssache. Und das war's dann hier mit meinem kleinen Fallermodell 230, das Sägewerk, das alte Sägewerk. Wenn jemand von euch was weiß mit diesen 227er Nummern, um was es sich dabei handelt, dann wäre es toll, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, ob das einfach das Modell war ohne den Motor oder ob es dann doch eine andere Variante gibt, von der ich nichts hier finden konnte. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis gleich.